In diesem Video zeigen wir dir Schritt für Schritt, wie der Bausatz Lagerfeuer aufgebaut wird. Als erstes nimmst du die Bauteile aus der Verpackung und kontrollierst den Inhalt auf Vollständigkeit. Orientiere dich hierfür an der Stückliste auf Seite 3. Hier im Bild siehst du noch einmal alle Bauteile zur Übersicht. Wir empfehlen beim Aufbau zuerst mit den kleinsten Bauteilen anzufangen und sich dann hochzuarbeiten. Im ersten Schritt bereitest du die Platine vor, indem du den Standfuß abbrichst. Beginne hier bei den Widerständen R1, R2 und R8 mit jeweils 680 Ohm. Die Werte der einzelnen Bauteile kannst du in der Anleitung entnehmen. Zusätzlich kannst du auch eine Widerstandsuhr zur Hilfe verwenden. Die Widerstände werden mit Hilfe der Abbiegevorrichtung auf das entsprechende Rastermaß gebogen. Stecke den Widerstand nun so auf, dass dieser bündig auf der Platine aufliegt. Um die Bauteile besser zu fixieren, kannst du die Drähte etwas umbiegen, sodass die Bauteile beim Umdrehen nicht mehr herausfallen. Wie man richtig lötet und worauf man achten sollte, kannst du dir auf unserem Kanal anschauen. Das Video hierzu ist in der Beschreibung verlinkt. Nachdem die Bauteile angelötet wurden, kannst du die abstehenden Drähte mit einem Elektronik-Seitenschneider bündig abschneiden. Als nächstes kommen die Widerstände R3 bis R7, R9 und R10 mit 470 Ohm. Anschließend kommen die Widerstände R11 bis R15 mit 4,7 Kiloohm. Die nächsten Bauteile sind die LEDs. Hier wird mit den gelben LEDs angefangen. Hier ist besonders auf die Polung zu achten. Im Inneren der LED ist der größere Teil der Minuspol oder auch Kathode genannt. Der kleinere Teil ist der Pluspol oder auch Anode genannt. Zusätzlich ist der Minuspol am kürzeren Anschlussdraht und der Pluspol am längeren Anschlussdraht zu erkennen. Die LEDs haben bei diesem Bausatz keine feste Position und können beliebig platziert werden. Der kürzere Anschlussdraht wird hier in den weiß ausgefüllten Halbkreis eingesteckt, der lange Anschlussdraht kommt wiederum in den leeren Halbkreis. Nachdem diese richtig eingesteckt wurde, kann diese verlötet werden. Als nächstes sind die roten LEDs an der Reihe. Diese werden genau wie die gelben LEDs behandelt. Kontrolliere vor dem Verlöten, ob alle LEDs richtig herum eingesteckt wurden. Nach den LEDs kommen die Transistoren. Hier muss ebenfalls auf die richtige Polung geachtet werden. Diese haben die Kennzeichnung BC556, 557 oder 558 aus der Gruppe B oder C. Stecke diese so auf die Platine, dass die Kontur des Bauteils mit dem Aufdruck übereinstimmt. Die glatte Seite des Transistors muss mit der glatten Seite des Aufdrucks übereinstimmen.
Wichtig ist hierbei, dass diese nicht mit Kraft auf die Platine gedrückt werden. Hier sollte der Transistor ca. 3 bis 4 mm von der Platine abstehen, um Beschädigungen zu vermeiden. Als vorletztes sind die Elcos C1 bis C6 mit 100 Mikrofarad an der Reihe. Achte hierbei ebenso auf die richtige Polung der Bauteile. Bei diesen Elcos ist wie bei den LEDs der längere Anschlussdraht der Pluspol und der kürzere der Minuspol. Zusätzlich ist der Minuspol durch die Markierung auf den Gehäusen zu erkennen. Der längere Anschlussdraht wird bei der Plusmarkierung eingesteckt. Die Anschlussklemme J1 ist das letzte Bauteil, welches aufgelötet wird. Es kann hierbei gut sein, dass diese durch die dickeren Anschlussdrähte etwas länger erhitzt werden muss. Anschlussklemmen werden mit den Klemmöffnungen von der Platine weg aufgelötet. Zum Schluss wird noch der Standfuß an der Platine angebracht. Hier werden die Lötflächen erhitzt und mit Lötzinn verbunden. Sobald alles angelötet wurde, kann der Bausatz in Betrieb genommen werden. Hierfür muss jetzt der 9 Volt Batterieclip angeschraubt werden. Das rote Kabel ist der Pluspol und das schwarze Kabel ist der Minuspol. Achte darauf, dass du die Isolierung nicht mit einklemmst. Zu allerletzt zeigen wir dir noch die Funktion des Bausatzes. Schließe jetzt einfach eine 9 Volt Blockbatterie an den Batterieclip an und bewundere deinen Bausatz. Hinterlasse diesem Video einen Daumen nach oben, wenn du Spaß daran hattest und etwas mitnehmen konntest. Abonniere gerne den Kanal und aktiviere die Glocke, um keine weiteren Videos von uns zu verpassen. Bis zum nächsten Mal, euer Pollen Electronic Team.